Hallo und herzlich willkommen bei eTech mit Janiello. In diesem Video geht es um Wechselstrom, genauer um Parallelschaltungen und noch genauer um ein Berechnungsbeispiel. In den letzten Videos habe ich die Grundlagen erläutert. Da ging es um Rechnen mit komplexen Zahlen, mit und ohne den komplexen Modus des Taschenrechners, um die Schreibweisen in Exponential- und Normalform und um die induktiven und kapazitiven Blindwiderstände. Das sind wichtige Grundlagen für dieses Video. Falls dir diese Sachen noch nicht klar sind, lohnt es sich, einen Blick in die letzten Videos zu werfen, bevor du hier weitermachst. Anhand jener Grundlagen und folgende Aufgabe erläutere ich, wie man die verschiedenen Größen einer Parallelschaltung berechnen kann. Es soll der Gesamtwiderstand, korrekt ausgedrückt der Scheinwiderstand, einer Parallelschaltung ausgerechnet werden, die alle drei Arten von Widerständen enthält: Wirkwiderstand, kapazitiver und induktiver Blindwiderstand. Um diese Aufgabe genauso einfach zu lösen, wie man es bei einer Gleichstromschaltung machen würde, gibt es einen extrem hilfreichen Trick. Man braucht sich nie wieder Gedanken um das Vorzeichen zu machen, wenn man plus JXL und minus JXC beibehält. Das gilt sowohl bei der Parallel- als auch bei der Reihenschaltung, also immer. Wenn dich die Begründung dieses Tricks nicht interessieren sollte, dann überspringe die nächsten Minuten einfach und starte mit der Berechnung der Aufgabe. Dazu klickst du unter diesem Video auf die Zeitmarke Start der Aufgabe. Typisch für jede Parallelschaltung ist, dass die Widerstände an derselben Spannung liegen. Ich zeichne also einen blauen Spannungssektor ein, der für alle drei Zweige gleichermaßen gilt, und nenne diese Spannung UP, für P für Parallel. Der Strom, der von der Spannungsquelle kommt, verteilt sich auf die drei Zweige. Die drei Teilströme sind verschieden groß, weil die Widerstände in den Zweigen verschieden groß sind. Der meiste Strom fließt durch den Zweig mit dem kleinsten Widerstand. Typisch für jede Parallelschaltung ist also auch, dass sie zwar nur eine einzige Spannung, aber mehrere Teilströme aufweist. Die Teilströme durch die Blindwiderstände sind gegenüber der gemeinsamen Spannung unterschiedlich phasenverschoben. Induktivität, Strom zu spät. Bei der Spule läuft der Stromvektor der gemeinsamen Spannung hinterher, und zwar um 90 Grad. Ein Wirkwiderstand verschiebt die Sinuskurven von Strom und Spannung gegeneinander nicht. Die Phasenverschiebung an ihm ist daher 0. Beim Kondensator geht der Strom vor, also um plus 90 Grad. Bei der Parallelschaltung gilt die Stromteilerregel. Darin kommen Leitwerte vor. Ein Leitwert ist der Kehrwert des Widerstandes und sagt aus, wie gut ein Stoff den elektrischen Strom leitet. Die Stromteilerregel besagt letztendlich, dass die Ströme proportional zu den Leitwerten sind. Ist eigentlich logisch. Je besser ein Stoff den Strom leitet, umso mehr Strom fließt durch ihn hindurch. Vorsicht! Sobald Blindwiderstände beteiligt sind, heißen die Leitwerte nicht mehr Leitwerte, sondern, Achtung, Admittanz und erhalten als Formelzeichen Y. Jeder Teilstrom I ist also proportional zu der Admittanz Y seines Widerstands. Daher sind die Phasenverschiebungen, die man den Admittanzen zuordnet, genauso phasenverschoben wie die Ströme. Zum Beispiel läuft bei der Spule der Strom ja der Spannung hinterher. Das kennzeichnet man in der Normalform mit dem Minus J. Dann muss in der Formel für die Admittanz ebenfalls ein Minus J stehen. Wem das alles zu kompliziert ist, kann auch einfach auf Trick 1 vertrauen und für die Admittanz der Spule direkt schreiben, Y von L ist gleich 1 durch JXL. Wen es nicht interessiert, warum das geht, kann die folgende Erklärung überspringen und klickt unter dem Video die Sprungmarke Start der Aufgabe an. Als Beispiel dient wieder die Spule. Sie ist eine Induktivität, da ist der Strom zu spät. Das Nachlaufen wird in der Normalform durch ein Minus J gekennzeichnet. Wenn das für den Strom gilt, muss es auch für den Leitwert gelten, weil Strom und Leitwert über die Stromteilerregel miteinander gekoppelt sind. Für den Leitwert setzt man den Kehrwert des Widerstands ein, also 1 durch XL, sodass nur noch das Minus J im Zähler steht. Jetzt kommt der Trick Nummer 2 zum Zug. Man erweitert mit J. Multipliziert also den Bruch mit J durch J. J durch J ist aber gleich 1. Es wird also nichts am Bruch geändert. Aber J mal J im Zähler ist definiert als minus 1. Minus 1 im Zähler mal das Minus vor dem Bruch gibt Plus,
sodass nur noch das J im Nenner übrig bleibt. Und voilà, man kann für den Leitwert minus JY auch direkt 1 durch JXL schreiben. Damit sind wir wieder bei Trick 1. Man kann sich also die Überlegung zum richtigen Vorzeichen sparen, wenn man das XL immer mit dem plus J gekoppelt schreibt. Zurück zur Aufgabe. Es soll der Scheinwiderstand berechnet werden. Und dazu kann man bei einer Parallelschaltung leider die Widerstände nicht einfach so addieren. Das gilt nur für die Admittanz. Und die ist der Kehrwert von Z. Z ist also 1 durch Y. Dadurch wird aber die Formel für den Scheinwiderstand etwas umständlich. Darum ist es einfacher, wenn man erstmal die Admittanz alleine ausrechnet, also den Nenner. Die Admittanz enthält 2 Blindanteile, die man an dem J erkennt. Das J kann man ausklammern und erhält eine Normalform mit Real- und Imaginärteil. Einsetzen der Zahlen und Einheiten liefert einen kompakteren Ausdruck. Um den Scheinwiderstand zu erhalten, muss man daraus jetzt den Kehrwert bilden. Damit befindet sich das J aber wieder im Nenner, sodass man das Ergebnis weder in Normal- noch in der Exponentialform vorliegen hat. Es gibt nun 2 Möglichkeiten, das zu ändern. A. Dein Taschenrechner lässt sich in den komplexen Modus bringen. Dann braucht man nur den Bruch einzugeben und ist fertig. B. Dein Taschenrechner bietet keinen komplexen Modus an. Dann muss man zu Fuß weiterrechnen. Aber das ist auch nicht so schwer, denn dafür ist der letzte Trick, Trick Nummer 3, recht hilfreich. Z ist ein Bruch. Der Bruchstrich entspricht einer Division. Dividieren ist, genauso wie multiplizieren, eine Punktrechnung. Der Nenner liegt aber in Normalform vor. Das ist nicht gut. Punktrechnungen mit komplexen Zahlen lassen sich am einfachsten ausführen, wenn die komplexen Zahlen in Exponentialform vorliegen. Trick 3 ist folgende Regel. Punktrechnung nur mit Exponentialform, Strichrechnung nur mit Normalform durchführen. Eine Normalform des Nenners in Exponentialform zu überführen, gelingt ganz einfach mit der POL-Taste. Dazu geben wir ein Pol von 0,1, Semikolon, minus 0,05, Klammer zu, ist gleich. Der Taschenrechner liefert damit den Betrag von 0,1118 und den Winkel von 26,6 Grad. Eingesetzt in den Bruch führt das zu einem Z von 1 durch 0,1118 mal E hoch plus I 26,6 Grad. Das Plus im Exponenten kommt daher, dass ich die E-Funktion schon in den Zähler geschrieben habe. Bliebe die E-Funktion im Nenner, müsste der Exponent auch negativ bleiben. Ausgerechnet ergibt das dann 8,945 Ohm mal E hoch I 26,6 Grad. So, ich hoffe, ich konnte erläutern, wie man den Scheinwiderstand einer Parallelschaltung ausrechnet, insbesondere wenn der Taschenrechner nicht über einen komplexen Modus verfügt. In diesem Fall ist es natürlich hilfreich, wenn man die 3 Tricks im Hinterkopf behält. Im nächsten Video geht es um dieselbe Aufgabe. Insbesondere werden dann die Ströme ermittelt, sowohl analytisch als auch zeichnerisch. Mich würde aber mal interessieren, ob dir diese Videosequenz zu theoretisch war und man es hätte einfacher darstellen können. Oder ob ich dir doch weiterhelfen konnte. Schreib's mir einfach kurz und deftig in die Comments. Vielen Dank und viel Erfolg beim Lernen.